John Wayne Gacy war ein US-amerikanischer Serienmörder, der zwischen den Jahren 1972 und 1978 mindestens 33 junge Erwachsene vergewaltigt, gefoltert und ermordet hatte. Da er in Kindergeburtstagen und Wohltätigkeitsveranstaltungen als Clown auftrat, wurde Gacy als der Killer Clown bekannt. Junge Jahre. John Wayne Gacy wurde am 17. März 1942 in Chicago, einer der größten Städte der USA, geboren. Mit seinen beiden Schwestern Karen Gacy und Joanna Gacy und seiner Mutter Marion Elaine Robinson verstand er sich gut. Doch das Verhältnis von John Wayne Gacy zu seinem Vater John Stanley Gacy, der Automechaniker und Veteran des Ersten Weltkrieges war das komplette Gegenteil von gut. Oft wurde Gacy von seinem Vater geschlagen, gedemütigt und verspottet. Gacys Mutter setzte sich stark ein, um Gacy vor den Übergriffen von ihrem Ehemann zu schützen. Als Folge dessen bezeichnete der Vater ihn als Muttersöhnchen. 1963 besuchte Gacy den Northwestern College, eine Highschool in Chicago. Gacy war ein guter und anständiger Schüler, doch wegen seinem Übergewicht war er allerdings nicht sonderlich beliebt unter den Leuten. Eine Herzerkrankung führte dazu, dass er keine sportlichen Aktivitäten nachgehen konnte. Als er zusätzlich noch an Blackouts leidete, besuchte er regelmäßig das Krankenhaus und leider gab es auch keine medizinischen Behandlungen gegen diese Krankheit. Bei dieser Krankheit reagieren die Nervenzellen des Körpers für eine kurze Zeit nicht mehr und leiten keine Informationen an das Gehirn weiter. Diese können Symptome wie Gedächtnisverlust, Verwirrtheit oder Bewusstseinstrübungen verursachen. Sein Vater behauptet, dass er die Krankheit simulieren würde, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Als Gacy das 18. Lebensjahr erreicht hatte, zog er nach einem Streit mit seinem Vater nach Las Vegas, was auf der anderen Seite von Chicago liegt. Das erste Vergehen. Im Jahre 1964 arbeitete Gacy als Verkäufer in einer Schuhfirma und wurde zum Leiter seiner Abteilung befördert. Kurz darauf heiratete er mit seiner Kollegin Marilyn Myers und trat den Jaycees bei. The United States Junior Chamber, auch bekannt als JC, ist eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung junger Erwachsener. Gacy zog mit seiner Ehefrau nach Iowa, um dort einen gut bezahlten Job bei seinem Stiefvater zu machen. Iowa liegt im mittleren Westen der USA. Er arrangierte sich immer mehr in örtliche Organisationen und stieg bei der Jaycees höher auf. Doch als ihn der 15-jährige Sohn eines Mitglieds beschuldigte, von Gacy sexuell belästigt worden zu sein, wurde er für 10 Jahre Haft verurteilt. Doch wegen einer guten Aktenführung wurde er schon nach 18 Monaten entlassen. Doch in der Zwischenzeit ließ sich ihre Ehefrau von ihm scheiden und Gacy stand ganz allein da. Der Durchbruch. Im Jahre 1971 gründete Gacy das Unternehmen PDM Contracting, ein Unternehmen für Heimwerkerarbeiten. Gacy wurde von einem 19-Jährigen angeklagt, da er sich sexuell an ihm vergangen hatte. Dies wurde jedoch wegen mangelnder Beweise fallen gelassen. Gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Carol und deren 2 Töchtern zieht Gacy in einen Vorort von Chicago, wo er schnell als Geschäftsmann, aktiver Demokrat und Wohltäter bekannt geworden war. Und genau in dieser Zeit beginnt er seine Mordserie. Am 2. Januar 1972 lockte Gacy den 16-jährigen Timothy McCoy, geboren am 14. Mai 1955, in seinem Haus. Nachdem sie beide Geschlechtsverkehr hatten, erstach er den Jungen und versteckte seine menschlichen Überreste unter seinem Haus. Seine Vorgehensweise, fremde Personen in seinem Haus zu locken, war relativ gleich. Er lockte die meisten Personen, indem er behauptete, einen Zaubertrick zeigen zu wollen. Komm rein, ich zeig dir meinen Magic Stick. Doch schließlich endete es immer mit Folter, Vergewaltigung oder das Erwürgen seiner Opfer. Die meisten Leichen wurden unter seinem Haus gefunden. Nachdem sich Carol 4 Jahre später, und zwar 1976, scheiden ließ, gestand
gestand Gacy im Jahr zuvor bisexuell gewesen zu sein. Nachdem Gacy immer mehr Jungen vergewaltigt habe, meldeten sich in der Zwischenzeit keiner seiner Opfer bei der Polizei. Doch im Dezember 1977 fasst ein 19-Jähriger den Mut und erhob Anklage gegen Gacy wegen sexuellen Missbrauchs. Nur 3 Monate später erfolgte eine weitere Anklage eines anderen Teenagers. Beide Anklagen wurden ebenso fallen gelassen, da es auch bei diesen Fällen keine Beweise für die Anschuldigungen gab. Der letzte Mord. Gacys letzte Opfer war der 15-jährige Robert G. Peace, der im Dezember 1978 verschwand. Vor seinem Verschwinden gab Robert an, sich mit Gacy treffen zu wollen, was zu einer Hausdurchsuchung führte. Durch diese Hausdurchsuchung sammelten die Ermittler ausreichend Beweise, um Gacy des Mordes an mehreren Jugendlichen anzuklagen. Der Prozess. Am 6. Februar 1980 begann Gacys Verhandlung in Chicago. Gacy gestand alle 33 Morde. Wow, was ein kranker B***. Ebenso wurden die meisten Leichen seiner Opfer durch Beamte unter seinem Haus identifiziert. Gacy versuchte vor Gericht wegen seiner geistigen Einschränkungen sich als unzurechnungsfähig rauszureden. Doch dies wurde aber nicht zugelassen und Gacy wurde zu 21 Mal lebenslänglich und zu 12 Mal für die Todesstrafe verurteilt. 14 Jahre nach seiner Verurteilung erfolgt die Hinrichtung durch eine tödliche Injektion, auch genannt als Giftspritze. Nachdem der erste Injektionsversuch nicht gewirkt hatte, probierte man es mit einem zweiten Stich, der das Leben von Gacy beendete. John Wayne Gacy starb am 10. Mai 1994 und seine letzten Worte sollen "Kiss my ass" gewesen sein. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Ich finde, seine Eltern waren mitschuld, besonders sein Vater. Und man kann hier sehr deutlich sehen, was unter anderem bei einer schlechten Erziehung passieren kann. Deswegen passt auf euch auf, passt auf eure Kinder auf. Ich möchte hier noch was anteasern. Wir haben einen Fall, den werden wir nicht in einer Folge schaffen. Wir werden für diesen Fall mehrere Folgen brauchen müssen. Wir befinden uns gerade in der Recherchearbeit. Deswegen haltet euch bedeckt. In diesem Sinne, Assalamu alaikum und haut rein.